Wir befinden uns jetzt hier mitten im heutigen Museumspark. Zu Betriebszeiten des Anhalter Bahnhofs sah es hier allerdings ganz anders aus. Da wuchs hier nicht ein Grashalm, sondern stattdessen fand man hier Berge von Kohlen mannshoch, weil der Anhalter Bahnhof war eine der größten Bahnhöfe in Berlin. Sowohl die Fläche, aber im Speziellen auch, was die Anzahl der Fernzugverbindungen betraf. Täglich kamen hier in den 30er Jahren ungefähr 100 Züge an und fuhren ab. Und damals wurden die Züge natürlich noch von Dampflokomotiven gezogen und die brauchten neben Wasser vor allen Dingen auch Kohlen, um den Kessel zu heizen, Dampf zu erzeugen und die Maschine in Bewegung zu versetzen. Und die Kohlen, die dafür benötigt wurden, wurden genau hier gelagert, im sogenannten Kohlenbansen. Der reichte hier vom Anfang des Lokschuppen 1 ganz bis nach hinten zum Ende des zweiten Lokschuppens. Leider sieht man davon heute allerdings nicht mehr, weil Kohlen, die wurden das, was 1952 noch übrig war, wurde abgefahren und das, was vielleicht noch an Staub oder Kohlenkrümel übrig war, ist hier längst überwachsen. Gibt noch ein paar ganz, ganz kleine Relikte, wie zum Beispiel die Fundamente der Kohlenkräne, die tief im Unterholz stecken. Aber das ist ein Thema für die nächste Station.